In diesem Video möchte ich Ihnen die Arbeitsweise mit der Novus Politur erläutern und dazu habe ich ein selbst lackiertes Bauteil hier. Sie sehen, dass es hier gewisse Unebenheiten in der Oberfläche gibt. Man sieht hier so einen gewissen, eine gewisse Laufnase oder Unebenheiten durch irgendwelche Sachen, die hier reingefallen sind. Und hier kann man das auch nochmal schön erkennen, dass hier an der Spiegelung wie so ein Streifen ist. Das möchten wir entfernen. Dazu werden wir Micromesh Schleifpads verwenden. Die habe ich hier in verschiedenen Körnungen. Da werden wir mal sehen, mit welcher Körnung das am besten geht. Und im Anschluss daran wird das Ganze poliert. Wir werden also im ersten Schritt jetzt die Schleifpads verwenden, um diese Oberfläche hier ein bisschen auszuschleifen. Es bietet sich auf jeden Fall an, das Ganze nass zu schleifen, sodass man gleich eine feinere Oberfläche erhält. Wichtig ist dabei bloß, nach jedem Schleifgang das Ganze einmal zu überprüfen, sodass man ja nicht permanent bloß die Spiegelung vom Wasser sozusagen sieht. Denn jede noch so stumpfe Oberfläche ist mit Wasser sehr, sehr glänzend. Das muss man auf jeden Fall beachten, immer das Ganze abzutrocknen. Und wichtig ist auch, von Körnung zu Körnung, sagen wir mit der 3600er so rum zu schleifen und mit der 4000er dann so rum. Dann können Sie immer erkennen, wann die Kratzer der vorherigen Körnung komplett ausgeschliffen sind. Und es ist deutlich besser, das Ganze zu überprüfen, wie wenn die ganze Zeit irgendwie so geschliffen wird. Das heißt immer einmal in diese Richtung und dann senkrecht dazu so rum. Das ist ganz wichtig, sodass man nicht nachher bei Körnung 12.000 merkt, oh, bei 1800 habe ich mich einmal vertan, habe nicht lang genug geschliffen und habe deswegen jetzt noch Kratzer von 1500 drin oder ähnliches. Für die Bearbeitung empfehle ich allgemein bis Körnung 2400 zu gehen für grobe Arbeiten, von 2400 bis 4.000 oder 6.000 für das Anschleifen von Unebenheiten auf Lacken und dann aufwärts für das Polieren. Für reine Kunststoffoberflächen, die sehr verkratzt sind, kann man auch 1500er Körnung oder ähnliches verwenden und dann hochpolieren. Immer mit jeder Körnung dann die Richtung entsprechend dann wechseln, so und aufpassen, immer wenn man senkrecht zu einer Kante schleift, trägt man sehr, sehr viel ab und das will man nicht haben, weil man sonst einfach durch die Oberfläche durchschleift und dann nochmal von vorne anfangen kann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen ein kleines Tuch mit etwas Wasser und machen das etwas nass, lassen das wieder ablaufen. Und dann nehmen wir einfach das Pad und gehen jetzt beispielsweise über diese Nase ein bisschen drüber. Man sieht, man braucht jetzt beispielsweise von dem Pad gar nicht so sonderlich viel. Da reicht schon eine Kante. Und man sollte eben immer beachten, dass man, wenn man so etwas aufarbeitet, das halbwegs gleichmäßig macht, sodass man nicht nachher eine Stelle hat, die nachher sehr schön glänzt, sehr glatt ist und andere Stellen eben noch sehr, sehr rau von der Oberflächenanmutung, sagen wir mal. Ich bin jetzt definitiv kein Profi-Lackierer oder Schleifer, deswegen werden wir mal sehen, wie gut das Ergebnis wird, aber es ist wirklich sehr beeindruckend, was mit der Novus Politur ganz im Allgemeinen machbar ist. Die Ergebnisse sind sehr gut, auch wenn man am Anfang schockiert ist, wenn man jetzt gleich sieht, wie matt die ganze Sache wird. Da ist man dann erstmal verängstigt und denkt, oh je, jetzt habe ich etwas kaputt gemacht. Das kriege ich nie wieder glänzend. Aber mit dem Novus geht, also ich war auf jeden Fall sehr erstaunt, als ich das erste Mal das wirklich eingesetzt habe. So, jetzt haben wir hier auf der Seite noch die Nase. Ist jetzt ein bisschen ungeschickt, weil da wäre es natürlich sinnvoll, wenn diese so rum verläuft, senkrecht dazu zu schleifen. Das müssen wir dann mit der anschließenden nächsten Körnung
dann entsprechend machen. So. Um das Ganze natürlich im Allgemeinen etwas abzukürzen, werde ich jetzt nicht die ganze Oberfläche hier perfekt behandeln und schleifen, sondern mich auf diesen Bereich hier vor allem konzentrieren. Und dann schauen wir uns nachher das Ergebnis an, wie viel besser das jetzt geworden ist. So, jetzt, wie gesagt, erstmal ein Tuch nehmen und das Ganze abtrocknen. Ja. So, dann haben wir hier jetzt das Ergebnis. Alles sieht schön matt aus, man ist etwas enttäuscht. Hat man sich jetzt die ganze Sache kaputt gemacht. Und jetzt kann man sehr schön erkennen, es gibt hier jetzt noch einzelne Stellen, die sehr, sehr deutlich glänzen. Da hat man noch nicht genug geschliffen, da ist noch ein Teil des Klarlacks unberührt. Das kann man jetzt auch schön hier an dieser Stelle erkennen. Hier sieht man immer noch diesen Schimmer, der so rum verläuft. Und hier oben, wo ich noch gar nicht oder bloß ein wenig geschliffen habe, sieht man noch sehr gut den Glanz. Den werden wir nachher auch wieder zurückholen. Ich werde jetzt hier in diesem Bereich noch mal kurz schleifen und hier einfach, das sind die Hauptstellen. Und danach fangen wir an mit dem Polieren. Gehen vielleicht davor noch mal mit der 4000er Körnung drüber. Und dann war es das auch schon. So. Wichtig ist, wie gesagt, immer darauf zu achten, dass man bei der Körnungswahl eine sinnvolle Wahl von Anfang an trifft. Lieber zu fein anzufangen, als nachher zu merken, dass man, sagen wir mal, eine zu grobe Startkörnung gewählt hat und sich sehr viel Aufwand gemacht hat. Einfach dadurch, dass man durch die ganzen verschiedenen Körnungen wieder nach oben bis zum Polieren durchschleifen muss. Sinnvoll ist auf jeden Fall die Novus Politur aus dem Grund, da man sich relativ viel Arbeit, was das Polieren mit Micromesh am Ende angeht, sparen kann. Dadurch, dass man, je nachdem wie man es einsetzt, ob man von Hand poliert oder mit einer Maschine, kann man sich natürlich schon einiges an Aufwand da definitiv sparen. Und wir werden gleich sehen, wie gut das Ergebnis jetzt wirklich wird. So, jetzt haben wir hier noch die Stelle und wichtig ist wirklich, es ist nicht schlimm, wenn man mehrere Lagen Klarlack verwendet. Um ehrlich zu sein, finde ich das sinnvoller, dann kann man später noch schön etwas abtragen davon, wenn man später mal einmal wieder polieren möchte, wenn man sich die Bauteile wieder verkratzt hat. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als hier durch den Klarlack durchzuschleifen. Man sieht es immer, wir haben hier jetzt noch keine Farbe drin, das heißt, wir sind hier auch noch nicht durch den Klarlack irgendwie durchgekommen. Das geht mit so einer Körnung 3600 schon eine Weile, bis man das komplett durchgeschliffen hat. Aber man sollte trotzdem immer vorsichtig sein. So. Jetzt machen wir das Ganze sauber, schauen es nochmal an. Ich bin eigentlich mit dem Ergebnis schon so relativ zufrieden. Wir brauchen jetzt eigentlich gar keine nachfolgende Körnung mehr. Wenn wir die verwenden würden, würden wir aber auf jeden Fall so rum jetzt schleifen. Wir sehen, hier ist noch ein bisschen und da glänzt es noch ein bisschen. Jetzt werde ich versuchen, noch kurz auszuschleifen. Und dann ist die Arbeit auch getan. Ja. So. Sollten Sie allgemein Fragen zur Anwendung oder irgendwas haben, freue ich mich natürlich sehr über Kommentare oder Mails oder ähnliches. So, jetzt haben wir die Oberfläche eigentlich schon recht schön
hinbekommen. Ich sehe jetzt auf jeden Fall die Unebenheiten so nicht mehr. Man sieht unterm Licht feine Kratzer, die alle in dieser Richtung verlaufen. Die könnte man jetzt mit der nachfolgenden Körnung eben noch verringern. Aber wir werden hier jetzt gleich mal zum Novus gehen, einfach um zu sehen, wie gut die Ergebnisse wirklich sind. Und da fangen wir, um nichts kaputt zu machen, einfach mal mit der feinsten Novus-Körnung an und probieren es mit der. So, im nächsten Schritt nehmen wir das bearbeitete Bauteil, das hier geschliffen wurde, und verwenden einmal bloß exemplarisch die Novus Politur Nummer 1, weil es zwischen den einzelnen Polituren eigentlich keinen Unterschied gibt, was die Verarbeitung angeht. Es ist wichtig, teilweise führen die Verarbeitung mit Maschinen dazu, dass das Novus etwas an der Oberfläche des Bauteils klebt. Das kann man mit Wasser einfach das Pad oder das Tuch, das man verwendet, etwas feucht machen. Ich verwende hier eine sehr einfache und günstige Rotationspoliermaschine mit einem 3M Aufsatz, der das Ganze etwas dämpfen soll, weil sonst die Unwucht hier in dem ganzen System schon etwas stark ist. Und hier oben drauf verwende ich ein sehr, sehr weiches Polierpad. Für die gröberen Körnungen beziehungsweise die gröberen Polituren von Novus kann man auch ein gröberes Pad verwenden. Und ich werde jetzt hier bloß die Politur Nummer 1 verwenden. Einfach mal exemplarisch, um das Ganze zu zeigen. Die ist insgesamt doch recht flüssig, flüssiger als man vielleicht denkt. Da ist man auch am Anfang etwas erstaunt, dass das jetzt polieren soll. Aber es funktioniert sehr gut. Und wir verteilen das jetzt hier einfach mal ein bisschen. Und dann werden wir gleich sehen, wie die Ergebnisse sind. Also so vorher werfen wir das Gerät mal an. So, und jetzt das Ergebnis nachher. Wir sehen, in dem Bereich habe ich auf jeden Fall nicht lang genug geschliffen. Wir haben hier immer noch diese Unebenheit drin, die man über die Spiegelung erkennt. Aber wir sehen in dem Bereich, in dem am Anfang noch sehr starke Unebenheiten zu sehen waren, haben wir jetzt schon deutlich weniger. Und wir haben hier jetzt alleine mit der Novus Nummer 1, also mit der feinsten der Polituren, schon richtige Verbesserungen erzielt. Wenn wir jetzt noch die beiden anderen Körnungen dazu nehmen würden, dann könnten wir auch wirklich noch deutlich gröbere Unebenheiten und auch wirklich Unebenheiten, die in der sagen wir, allgemeinen Struktur zu finden sind. Das heißt, irgendwelche Orangenhaut oder ähnliches kann man mit diesen Novus-Polituren dann auch noch entfernen. Aber hier beispielsweise nach so einer Körnung 3600 erzielt man allein mit der feinsten Novus-Politur schon recht gute Ergebnisse. Das heißt, man kann gut Micromesh zum Vorschleifen benutzen und die Oberfläche gezielt und wirklich an den Stellen, an denen es bedarf, glätten und dann im Anschluss einfach so polieren. In dem Novus-Set kommt natürlich auch ein entsprechendes Poliertuch mit dabei, sodass man das Ganze auch rein von Hand machen kann. Aber jetzt so über die paar Sekunden mit der Rotiermaschine sieht man eigentlich schon recht gute Ergebnisse. Und ich hoffe, dass damit ein paar Fragen zur Anwendung von Micromesh und Novus beantwortet sind und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg beim Bearbeiten Ihrer Bauteile.